Fangt ihr schon wieder damit an? Ich dachte, das hätten wir besprochen. Nicht ganz. Nach dem Gespräch mit Lars Schneider... Ach, daher weht der Wind. Wie ihr wisst, hat der Schneider persönliche Differenzen mit Silvia. Ja. Aber was er uns über sie erzählt hat, beruht auf Tatsachen. Silvia hat Killer auf Hannah und David gehetzt. Die ist doch zu allem fähig. Woher denn? Wir hatten nie viel Kohle. Ich glaube, dass er das Geld nicht für sich gebraucht hat. Vielleicht glaubt er wirklich, dass er mir finanziell was bieten muss. Hat er sowas mal gesagt? Also, dass ihr geldmäßig nicht in der gleichen Liga spielt, ist doch klar. Oh. Hey! Stehen bleiben, alle! Ich meine es ernst. Silvia, lass Hannah gehen. Frau Jones, Sie haben keine Chance. Tut, was ich sage, dann passiert niemandem was. Das hat doch keinen Sinn, du kommst doch sowieso nicht weit. Die Autoschlüssel. Ich will, dass alle ihre Autoschlüssel hier hinschmeißen. Tut, was sie sagt. Los, aufheben. Einstecken. Steck sie in deine Handtasche. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Keiner rührt sich von der Stelle! Denken Sie nicht mal daran. Silvia, du machst doch alles nur noch schlimmer. Martin, halt du dich da raus, ja? Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir steigen da jetzt ein. So. Los. Worauf wartest du? Tja, heute ist ein Glückstag, was? Ich liebe dieses Geräusch. Heute zeige ich es ihm. Da kann ich nicht zusehen. Hast du nicht Lust auf mehr? Ich bin nachher noch zum Pokern verabredet. Ich weiß nicht. Das letzte Mal lief es ja nicht so gut. Vergiss es, Mensch. So eine Serie musst du ausnutzen. Geht er immer noch nicht dran? Sogar die Mailbox hat er ausgeschaltet. Ach, jetzt mach dir nicht zu große Sorgen. Robin wird schon wieder zur Vernunft kommen. Das rede ich mir schon seit Tagen ein. Cecile, er liebt dich. Und er wird dich anrufen. Er hat Arno das Geld ja auch schon zurückgegeben. Robin, wo steckst du denn? Bitte sag doch was. Geht's dir gut? Ich vermisse dich. Robin, ich kann verstehen, wie du dich fühlst. Ich würde dir so gerne helfen. Robin? Robin! Aufgelegt. Die Taschen voller Kohle und dann so ein Gesicht? Also mit mir und dem Teil, da wird das heute nichts. Na, dafür habe ich beim Pokern bestimmt mehr Glück. Wie ist das? Bist du dabei? Mist. Was ist denn jetzt los? Ich weiß es nicht. Ich konnte mich doch immer auf Robin verlassen. Tja, das
dachte ich von meinem Neffen Oliver auch, bis er in diese Drogengeschichte geraten ist. Sag mal, Cecile, du weißt immer noch nicht, weshalb Robin Arno bestohlen hat, oder? Robin nimmt keine Drogen. Silvia wird Hannah nichts antun. Ja, gut, dass Sie das so genau wissen. Entschuldigen Sie. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass Silvia mit Hannas Leben spielt. Die Sache mit dem Menschenhändlerring war doch etwas ganz anderes. Silvia wollte Hannah nicht in Gefahr bringen. Die Sache ist ihr einfach aus dem Ruder gelaufen. Ja, und jetzt glauben Sie, dass Silvia alles unter Kontrolle hat? Wie hat sie das denn wieder hingekriegt? Es war doch alles voller Polizei. Sie hat dem Polizisten die Waffe entwendet. Ich begreife ja, dass Sie sich Sorgen um Hannah machen. Silvia ist verrückt. Und wohin das geführt hat, das haben wir ja gesehen. Ihre geschiedene Frau liegt im Koma, nur weil sie Silvia im Weg war. Ich weiß, dass Silvia egoistisch und rücksichtslos sein kann, aber für Beatrices Zustand kann sie nun mal nichts. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Was nützt es Hannah, wenn Sie sich die Hand verbrennen? Silvia wird auf Hannah keine Rücksicht nehmen. So, was hast du vor? Willst du mich jetzt auch umbringen? Was habe ich denn noch zu verlieren? Es glaubt mir sowieso niemand, dass ich unschuldig bin. Dank deiner Aussage. Auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Ich bin keine Mörderin. Und das wird auch so bleiben. Was heißt das? Raus. Aussteigen. Wie, du lässt mich laufen? Hau schon ab, bevor ich es mir anders überlege. Und sein Verhalten auf der Pferderennbahn, das Austicken im Casino. Robin ist nicht mehr er selbst, wenn es ums Spielen geht. Und beim Telefonieren habe ich im Hintergrund Geräusche wie aus einem Spielsalon gehört. Das passt alles zusammen. Ja, klingt einleuchtend. Aber ausgerechnet Robin. Hast du denn schon mit Arno und Elisabeth darüber gesprochen? Nein, ich kann ja nichts in die Welt setzen, bevor ich nicht selbst hundertprozentig sicher bin. So müsstest du erst mit Robin sprechen. Ich muss ihn suchen. Wie willst du das denn anstellen? Du hast doch noch nicht mal einen Anhaltspunkt, wo er sich im Moment rumtreibt. Vielleicht doch. Ich werde einfach alle Spielhallen der Stadt abklappern. Was soll ich denn sonst tun? Ich muss ihm doch irgendwie helfen. Gibt's was Neues von Hannah? Die Polizei wollte Bescheid geben, sobald sie den Fluchtwagen gefunden haben. Hannah ist tough. Die kommt da schon irgendwie raus. Hoffentlich. Schneider? Hannah, wie geht's dir? Ich kann dir gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin. Moment mal. Hannah ist frei. Silvia ist immer noch auf der Flucht. Hannah, wo bist du denn jetzt? Wenigstens das ist gut gegangen. Ich habe auch Schlimmeres befürchtet. Habt ihr im Ernst geglaubt, Silvia würde Hannah etwas antun? Silvia hat Hannah nur als Geisel genommen, weil sie keine andere Chance mehr gesehen hat. Ja, aber warum? Sie sagt doch, sie ist unschuldig. Wieso wartet sie den Prozess nicht ab? Sie ist verzweifelt. Alle Indizien sprechen gegen sie. Vor allem, weil sie weiß, dass auf sie zukommt. Für Mord gibt es ein paar Jahre mehr als für Versicherungsbetrug. Silvia hat mit dem Anschlag auf Beatrice nichts zu tun. Jeder weiß, wie sehr Silvia Beatrice hasst. Sag mal, wie oft muss ich das euch noch sagen? Silvia ist eure Mutter. Wie könnt ihr sie für eine Mörderin halten? Es gab Zeiten, da hättest du ihr auch alles zugetraut. Diese hirnlose Aktion ist ja wohl mehr als ein Schuldgeständnis. Also für mich ist das ziemlich klar. Was? Du auch?
Jetzt werde ich dich nie wieder loslassen. Nie wieder. Aber nicht erdrücken, ja? Hanna. Ich bin so froh. Ich auch, das kannst du mir glauben. Bist du Silvia entkommen? Naja, sie hat mich gehen lassen. Das hätte ich ihr gar nicht mehr zugetraut. Da hat wohl ihr schlechtes Gewissen gesiegt. Weißt du, was Silvia vorhat? Nein, das hat mich die Polizei auch schon gefragt. Oh, ist irgendwas passiert? Jetzt lasst Hannah doch erstmal zur Ruhe kommen. Ja. Silvia ist geflohen und hatte Hannah als Geisel. Was? Die Frau kennt ja überhaupt keinen Skrupel. Ihre arme Freundin. Tja, Sie entschuldigen mich. Natürlich. Ich frage mich nur, wie Silvia fliehen konnte. Was willst du damit sagen? Es gibt nicht mehr viele, die sich von Silvia blenden lassen und aber das nächste Verbrechen in Kauf nehmen. Du mieses Hast du bei deiner Aktion auch nur einmal an Beatrice gedacht? Sicher wird Silvia jetzt genau das zu Ende bringen, was sie bei ihrem ersten Versuch versäumt hat. Ich erhöhe noch mal. Ich habe keinen Bock auf kiloweise Kleingeld. Ihr könnt ja aussteigen. Das hättest du wohl gern. Ich will sehen. Ich gehe mit. Full House. Gut. Aber nicht gut genug. Feeling. Also mir reicht's für heute. Ciao. 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 Was ist mit dir? Willst du alleine weiterspielen? Ich habe gedacht, wir machen die Nacht durch. Ja, du bist doch fast pleite. Du weißt nicht, wo du hin sollst. Du kannst hier pennen. Okay. Damit du klar siehst, ich bin kein Obdachlosenheim. Es ist eh nur für eine Nacht. Dankeschön. Rührt sich nicht. Aber das mit dem Medikament können wir nicht ewig durchziehen. Tja, dann schlag mir was Besseres vor. Und wenn du deinen alten Plan wieder aufnimmst? Ach, du begreifst einfach nicht, hm? Beatrice nützt mir Leben doch viel mehr, momentan. Ich meine ja nur, Silvias Flucht ist doch eine gute Gelegenheit. Jeder wird denken, sie hätte Beatrice auf dem Gewissen. Ja, aber so kriege ich doch Martin nie aus der Firma raus. Solange Beatrice Generalvollmacht gilt, habe ich gute Chancen. Martin wird sich jetzt noch weniger um die Firma kümmern. Und er wird noch mehr Fehler machen. Das heißt für mich, ich bin ihm bald los. Dann können wir die Therapie immer noch ändern. Kannst du nicht anklopfen? Was sollte das eben? Als ob ich Silvia zur Flucht verhelfen würde. Liegt doch nahe. Immerhin halte ich mich noch an Gesetze. Von wegen, gib's doch zu. Du hast ihr zur Flucht verholfen. Willst du die schon wieder prügeln? Vielleicht will Silvia gar nicht untertauchen, sondern noch etwas erledigen. Ich sag's doch. Beatrice schwebt in Lebensgefahr. Ich meine nicht Beatrice, ich denke an dich. Immerhin hast du sie ins Gefängnis gebracht. Und du weißt, dass Silvia niemandem etwas schuldig bleibt. Das ist unser Lied. Ich bin Produzentin und keine Musikerin. Außerdem habe ich seit Jahren nicht mehr gespielt. Na und? Sowas verlernt man nicht. Es bleibt dabei, ich produziere den Song und du bist für die Musik zuständig. Marie, da ist ein Bulle, der will dich unbedingt sprechen. Nico, ich habe doch gesagt, dass ich nicht gestört werden will. Ja, ich weiß, aber ich glaube, ich kann den nicht länger aufhalten. Der... Guten Morgen, Frau von Arnstetten. Hallo, Herr Kommissar. Ich bin in einer Besprechung, also... Darf ich trotzdem kurz stören? Wenn es sein muss. Soll ich mich dann um die Jungs vom Blindflug kümmern? Ich komme ins Studio, sobald ich kann. Ich warte draußen. Nein, bleib. Worum geht's denn? Ich möchte gerne einen Blick in die Wohnung Ihrer Mutter werfen. Ach, Sie glauben, meine Mutter hat sich zu Hause versteckt? Das ist doch lächerlich. Frau von Arnstetten, ich habe einen Durchsuchungsbefehl. Wenn Sie sich weigern, machen Sie sich nur verdächtig. Ich habe mit der Flucht meiner Mutter nichts zu tun. Willst du nicht lieber einen Anwalt einschalten? Das ist schon okay. Ich komme mit nach oben. Meine
Meine Familie ist noch mindestens genauso nervig wie früher. Ihr könnt den Wagen hier ruhig stehen lassen. Es gibt hier keine Knöllchen. Die Polizei hat wirklich was Besseres zu tun. Es sei denn, ihr habt Stoff in eurem Wagen dann. Heute leider nicht. Ja, dann kommt mal mit. Entschuldigung, kennen Sie diesen Mann vielleicht? Noch nie gesehen. Entschuldigung, haben Sie diesen Mann vielleicht schon mal gesehen? Ich kann mir nur Zahlen merken. Oh, Mädchen, du bringst mir Unglück. Entschuldigung, haben Sie diesen Mann vielleicht schon mal gesehen? Zeig mal her. Ach nee. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das mal so ein hübscher Kerl war. Sie kennen Robin? Wissen Sie, wo er ist? Kommt drauf an. Ja, guck dich mal um. Hier läuft nichts ohne Schmierstoff. Reicht das? Und? Nichts. Was haben Sie denn erwartet? Dass meine Mutter hier ihre neue Adresse hinterlässt? Wir machen nur unsere Arbeit. Falls sich Ihre Mutter bei Ihnen melden sollte. Werde ich Sie sofort benachrichtigen. Tja, ich kann dir gerne helfen. Hey, für chaotische Wohnungen bin ich immer noch der Experte. Ich schaffe das trotzdem allein. Aber du könntest unten Bescheid sagen, dass ich noch eine Weile brauche. Mach ich. Wir sehen uns später? Mhm. Gut. Hallo? Ist da jemand? Silvia! Ja, ich bin ja gleich weg. Ja, verdammt! Du? Hi. Was willst du? Ich habe mir Sorgen gemacht. Warum hast du dich denn nicht gemeldet? Du hättest doch auch bei mir schlafen können. Du, es ist gestern ziemlich spät geworden. Mein Kumpel hat der vierte Mann gefehlt zum Doppelkopf. Und der mit dem Full House hat gewonnen, ja? Warum lügst du mich an? Glaubst du, ich sehe nicht, was mit dir los ist? Gib's doch wenigstens zu, du bist spielsüchtig. Wie bist du an der Polizei vorbeigekommen? Ich bin über die Feuerleiter hoch. Und jetzt? Ich brauche nur ein bisschen Ruhe. Dann packe ich meine Sachen und verschwinde. Ich bin froh, dass ich dich noch getroffen habe, Marie.
Wir werden uns lange Zeit nicht sehen können. Meine Schuld ist das nicht. Ja, meine auch nicht. Keine Angst. Sowas würde ich niemals benutzen. Da hatte Hannah aber einen ganz anderen Eindruck. Die war völlig fertig, nachdem du sie freigelassen hast. Ja, das tut mir leid. Ach ja, und das soll ich dir glauben. Marie, ich konnte nicht anders. Ich musste fliehen. Und das gibt dir das Recht, noch mehr Menschen ins Unglück zu stürzen, ja? Du denkst immer nur an dich, dich. Wenn du wirklich unschuldig bist, dann stell dich der Polizei. Das ist doch Quatsch. Du redest dir irgendwas ein. Ach, wirklich? Dann erklär mir doch bitte mal, was mit dir los ist. Du denkst doch nur noch daran, wie du an Geld zum Spielen kommst. Du belügst und bestiehlst deine eigene Familie, deine Freunde. Klar, ich bin gefährlicher Verbrecher. Hm? Robin, ich weiß doch auch, dass du niemandem was Böses willst. Aber ich denke, du hast ein ziemliches Problem. Und selbst wenn, was geht's dich an? Wen denn sonst? Ich bin deine Freundin, ich will dir doch nur helfen. Ausgerechnet du, wegen dir hat doch der ganze Scheiß erst angefangen! Oder was glaubst du, habe ich die ganze Zeit auf Pferde gesetzt? Weil ich Geld für dich wollte! Weil ich neben dir nicht aussehen will wie der absolute Loser! Ich kann nicht zurück ins Gefängnis. Lieber verbringe ich mein ganzes Leben auf der Flucht. Aber ich kann dich dabei nicht unterstützen. Ich habe Beatrice retten wollen. Ich hätte auch Hannah nichts getan. Es gibt Dinge in meinem Leben, für die ich mich schäme, aber ich würde nie jemanden umbringen. Aber vielleicht hast du es nicht mit Absicht getan. Vielleicht ist dir bei Beatrice eine Sicherung durchgebrannt. Nein. Nein. Wenn du wenigstens dazu stehen würdest. Marie, bitte nicht. Und so geht's weiter. Wenn Sie eine bestimmte Karte ziehen und nur dann, müssen Sie nach uralter Überlieferung das Medium küssen. Und ich gehe mal davon aus, mein Medium sind Sie. Mhm. Was kriegt man denn so für Fluchthilfe, hm? Ich weiß, was du durchmachst. Aber der Kommissar hat doch nichts bemerkt. Was ist, wenn er wiederkommt?